Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Modellbahn-Unboxing. Diesmal habe ich von Märklin leihweise ein interessantes Hightech-Spielzeug im Maßstab 1:87 erhalten. Es handelt sich um einen sogenannten Regelturmtriebwagen der Baureihe 701. Sein Vorbild basiert auf einem Schienenbus der Baureihe VT98 und kam ab 1955 für Wartungsarbeiten zum Einsatz. Dieses H0-Modell ist eigentlich keine wirkliche Märklin-Neuheit, sondern wurde erstmals bereits im Jahr 2007 ausgeliefert. Allerdings hatte es damals nur 13 Digitalfunktionen. Die nächsten beiden Modellvarianten aus den Jahren 2009 und 2011 hatten dann auch keine elektrisch bewegbaren Funktionen mehr. 2017 wurde es dann als Hightech-Modell mit 32 Digitalfunktionen aufgelegt. Und zwar in einer Epoche 3 Version gemäß Auslieferungszustand des Jahres 1957. Die aktuelle Neuauflage zum unverbindlichen Verkaufspreis von 500 € entspricht der Epoche 4 und wird gemeinsam mit einem Oberleitungsbauwagen ausgeliefert. Bevor ich den Turmtriebwagen auspacke, kurz ein Blick in die Bedienungsanleitung. Das Heftchen mit 44 Seiten im DIN A6 Querformat ist in 8 Sprachen gleichzeitig gedruckt. Außerdem liegt eine ebenfalls 8-sprachige Kurzanleitung für die Bedienung des Turmtriebwagens im sogenannten Spieleweltmodus bei. In diesem Modus für den Einsatz mit einer Märklin Digitalzentrale Central Station 2 oder 3 erscheint der Führerstand des Turmtriebwagens auf dem Farbdisplay der Zentrale. Die Bedienung des Modells erfolgt dann in Anlehnung an das Vorbild. Dabei muss man dann sogar aufpassen, dass die Betriebsvorräte an Sand und Kraftstoff rechtzeitig nachgefüllt werden. In diesem Unboxing-Video beschränke ich mich aber auf den normalen Digitalbetrieb. Jetzt wird es Zeit, dass ich den Turmtriebwagen aus seiner Schutzverpackung herausnehme. Das ist wie bei vielen H0-Modellen bei Märklin üblich, so eine Kunststoff-Blisterpackung. Die kann man hier aufschieben. Dann nehmen wir hier die Zusatzteile mal raus. Und dann haben wir hier einen Riegel. Und dann wird es hier komplett einfach aufgemacht und das Modell heruntergehoben. Schauen wir noch, was hier für Kleinteile mit dabei sind. Da sind 2 Leitern dabei, Bremsschläuche und dann noch eine Kupplung für den Waggon zum Anhängen. Dann ist natürlich hier auch noch mal ein bisschen Schutzverpackung und hier noch eine Folie. Das nehmen wir jetzt alle mal weg. Jetzt gleich ein Blick auf die Waage. Der Oberleitungsbauwagen wiegt leer 44 Gramm, das Ladegut hier unten noch mit einer Zinkdruckgussplatte, dann sind wir bei 76 Gramm und der eigentliche Turmtriebwagen bringt 325 Gramm auf die Waage. Zusammen macht das in etwa 400 Gramm. Inzwischen habe ich schon mal die Bremsschlauchnachbildungen montiert, und zwar vorne, jeweils mit einer Pinzette ganz fein, ist ein bisschen fieselig, aber man kann es machen. Allerdings ist diese Kupplung hier, diese Kulissenführung hier im Weg, deshalb habe ich die jetzt nur vorne montiert, weil ja hinten für den
Waggon, für den Transportwaggon, für die Teile dann eine Kupplung mit Kinematik hier erforderlich ist. Damit man die Kupplungszugstange des Turmtriebwagens auch am Bauwagen anhängen kann, muss man hier die normale mitgelieferte Kupplung, die montierte Kupplung mit einer Zange entriegeln. Und dann kann man diese Kupplung hier ganz einfach anstecken und einriegeln. Und jetzt sieht man, dass diese Kupplung in der Lage ist, dass man hier enge Radien fahren kann und dass hier nichts hier an den Puffern irgendwo hängen bleibt. Jetzt steht die Turmtriebwagengarnitur schon mal auf dem Gleis. Der Turmtriebwagen selbst ist 16 cm lang, der Oberleitungsbauwagen 15,7 cm und der Kupplungsabstand beträgt etwa 1,5 mm. Bevor der Turmtriebwagen digital in Betrieb genommen werden kann, muss jetzt noch der Stromabnehmer mechanisch entriegelt werden. Es erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl und sanfte Gewalt, damit man ihn aushängen kann. Er wird dann mit der Federkraft nach oben gedrückt und kann später dann mit diesem Seil, das man fast nicht sieht, eingezogen werden. Das schauen wir uns jetzt alles gleich mal aus der Nähe an. Inzwischen habe ich auch die Leitern angebracht und setze jetzt das erste Mal den Turmtriebwagen unter Strom. Jetzt zeige ich die Digitalfunktionen des Modells. Zum einen gibt es natürlich eine Spitzenbeleuchtung, die in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung umschaltbar ist und auch für jeden der beiden Führerstände manuell per Funktionstaste deaktivierbar ist. Dann hat das Modell natürlich ein Dieselmotorgeräusch. Und ein Signalhorn. Und jetzt eine erste kleine Probefahrt. Jetzt noch eine Fahrt in der langsamsten Fahrstufe. Das Modell braucht in dieser Fahrstufe etwa 160 Sekunden für einen Meter und das entspricht maßstäblich umgerechnet 2 Stundenkilometer. Aber jetzt schalte ich das Geräusch ab und ich werde nochmal ein bisschen die Gleise umbauen. Ich habe ein bisschen Oberleitung auch vorbereitet, damit wir mal die ganzen Funktionen des Turmtriebwagens genauer anschauen können. So, jetzt ist die Oberleitung aufgebaut und als erstes zeige ich jetzt manuell, dass dieses Geländer dieser Bühne hier hochgeklappt werden muss. Das ist der einzige Vorgang, den man noch manuell machen muss. Dann fahre ich den Prüf- und Sicherheitserdungsstromabnehmer hoch. Als nächstes muss von Fahrbetrieb auf Arbeitsbühne umgeschaltet werden mit einer Funktionstaste. Dann sieht man das ganz leicht am Heben der Arbeitsbühne. Dann gibt es verschiedene Funktionen für die Arbeitsbühne. Zum einen Heben in Abhängigkeit von dem Tastendruck, wie lange ich auf der Taste bleibe. Ich kann auch auf Dauer drauf bleiben, dann schaltet er automatisch ab bei Endposition. Ich senke nochmal ab. Jetzt ein Stück hoch. Dann die Richtung zum Drehen in eine Richtung. In die andere Richtung.
Mit zwei weiteren Tasten kann man automatisiert 90 Grad drehen, in die eine Richtung und in die andere Richtung und jeweils automatisiert heben und senken. Das war jetzt rechtsdrehend, jetzt wieder Retour. Jetzt das Ganze linksdrehend mit einer Taste einmal drauf gedrückt. Und auch hier drücke ich jetzt wieder die Taste und löse sie. Dann hat sich Märklin noch einige Umgebungsgeräusche einfallen lassen. Zuerst hämmern. Bohren. Das Geräusch eines Elektroschweißvorgangs. Die arbeiten an einem Schleifbock. Jetzt eine Drahtbürste. Dann ein Kettenzug. Natürlich gibt es auch ein Warnsignal, den typischen Taifun. Und nachdem es insgesamt 32 Funktionstasten gibt, sind auch noch ein paar andere Sachen an Bord, wie jetzt ein Kabinenfunkgeräusch. Aus Gleis 4 umsetzen auf Gleis 7. Das Sanden. Der Kompressor. Dann gibt es noch 4 Funktionstasten mit Gesprächen von Arbeitern auf der Baustelle, die allerdings nicht ganz so ernst gemeint sind. Männer, ihr wisst Bescheid. In 10 Minuten muss die Bühne geräumt sein. Das zweite Geräusch. Verdammt nochmal, Uwe! Ist der Abschnitt jetzt endlich stromlos? Nummer 3. Manfred, du kommst eh gerade her. Dann bring doch gleich mal das Messgerät mit. Ja, Chef. Wo ist das? Und jetzt das vierte noch. Okay, Männer, 10 vor 4. Machen wir Feierabend. Und Manfred, vergiss nicht wieder die Hälfte. Ja, Chef. Und ich mache jetzt hier auf der Baustelle auch mal Feierabend und räume mal die Arbeitsbühne auf. Halt, das war die falsche Richtung. Dann nehme ich den Prüfstromabnehmer ab. Und jetzt muss natürlich manuell wieder das Geländer eingeklappt werden. Das war's mit dem Unboxing des Märklin Turmtriebwagens, den es übrigens auch in einer Zweileiter-Variante von Trix gibt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.